Herzlich willkommen zu unseren Videotutorials zu Blend Engineer. Freuen Sie sich auf spannende Themen rund um das intuitive Erstellen von P&IDs, Piping and Instrumentation Diagrams und der Dokumentation verfahrenstechnischer Anlagen in Word und Excel, sowie Tipps und Tricks für Ihre Arbeit in Blend Engineer. Mein Name ist René Martin und ich begleite Sie durch diese Tutorials. Sie haben ein neues Projekt erstellt, Sie haben dort den Zeichnungsrahmen geändert und den Zeichnungskopf angepasst, dann kann es losgehen. Wir zeigen Ihnen in diesem Film einige grundlegende Informationen zu Visio bzw. Blend Engineer, das heißt, wir vermitteln Ihnen einige Dinge, wie Sie Zeichnung erstellen können. Zum einen werden Sie sicherlich mit einem Funktionsrahmen, also einer Funktionsgruppe, beginnen. Sie finden alle Shapes, indem Sie über die Registerkarte Blend Engineer die Shape-Suche öffnen. Wenn Sie nicht wissen, dass die Funktionsgruppe unter zusätzliche Shapes zu finden ist, hier unten Funktionsgruppe, dann können Sie diese auch suchen, indem Sie den Namen hier oben in das Textfeld eingeben, Funktionsgruppe, und dann wird die Funktionsgruppe gefunden. Sie finden hier zwei Funktionsgruppen, die sich durch eine Spezifikation unterscheiden. Ich ziehe beide Funktionsgruppen mit gedrückter Maustaste auf das Zeichenblatt und habe natürlich die Möglichkeit, jede der Funktionsgruppen zu verschieben, zu vergrößern, zu löschen und nun gut, drehen würde ich sie sicherlich nicht. In diese Funktionsgruppen werden nun die einzelnen Shapes gezogen. Beginnen wir mit einem Behälter. Entweder Sie holen den Behälter aus der ersten Schablone raus, dort finden Sie Behälter, oder Sie suchen Behälter hier oben im Textfeld. Ich weiß, wo er ist, ich ziehe den Behälter in diese Funktionsgruppe rein. Übrigens beachten Sie, dass die Funktionsgruppen sich nicht überlagern dürfen. Sie müssen unbedingt getrennt sein, ein kleiner Rand muss zwischen beiden Funktionsgruppen liegen, damit eine eindeutige Zuordnung der Shapes zur jeweiligen Funktionsgruppe sein kann. So, dieser Behälter wurde jetzt in die Funktionsgruppe gezogen und Sie haben die Möglichkeit, in den Eigenschaften eine ganze Reihe von Eigenschaften einzustellen. Wichtig, nicht nur Eigenschaften, also Daten, die hinter die Funktionsgruppen gebunden werden, werden hier eingestellt, sondern auch Spezifikationen. Beispielsweise Sie können Bodenform und Dachform ändern. Sie können hier von gewölbt auf flach gehen, ein flacher Boden, oder Sie können die Spezifikation anpassen, indem Sie das Dach in einem Deckel darstellen lassen, so etwa, oder offen darstellen lassen oder konisch darstellen lassen. Damit haben Sie Ihren Behälter angepasst. Es gibt nun mehrere Möglichkeiten. Entweder Sie ziehen sämtliche Shapes, die Sie benötigen, auf das Zeichenblatt und ordnen sie dann an, oder Sie holen nacheinander Shape für Shape und positionieren jedes Shape an der richtigen Stelle. Ich beginne mit der zweiten Variante. Ich hole über Zeichenwerkzeug eine Leitung, eine Rohrleitung oder einen Verbinder. Hier gibt es noch weitere Verbinder. Ich nehme eine Rohrleitung, die Sie übrigens auch in den Shapes, in den Master Shapes finden. Klicke auf Rohrleitung und könnte nun die Rohrleitung direkt an den Behälter dran kleben. Sie können ihn alternativ auch nebendran auf das Zeichenblatt legen. So oder so. Und Sie sehen, sobald ich das Werkzeug ausgewählt habe, bleibt das Werkzeug aktiv, so lange, bis ich es explizit umschalte, bis ich explizit in den Zeichenwerkzeugen auf das Zeigertool umschalte oder indem ich über Start das Zeigertool aktiviere und Sie sehen die Tastenkombination STRG 1 für das Standard-Zeigertool, mit dem Sie markieren und mit dem Sie jetzt keine Rohrleitungen erzeugen können. Beachten Sie folgenden theoretischen Hinweis. Diese Rohrleitung hat einen Anfangs- und einen Endpunkt. Dieser Behälter hat keinen Anfangs- und Endpunkt, sondern ist definiert durch einen Kasten um diesen Behälter außenrum. Dieser Behälter hat Markierungspunkte, an dem ich den Behälter vergrößern oder drehen könnte. Die Rohrleitung kann ich nicht drehen, ich kann nur Anfangs- und Endpunkt der Rohrleitung verschieben. So. Visio nennt diese Leitungen eindimensionale Shapes, dagegen diese Kästen oder Boxen nennt Visio zweidimensionale Shapes.
Das ist nur ein Begriff für entweder ich habe Anfangs- oder Endpunkte, ich klebe an einem anderen Shape oder ich bin eine Box, an mir werden Shapes geklebt. So, jetzt möchte ich gerne noch auf dieser Rohrleitung ein Motor, eine Pumpe, ein Ventil setzen. Fangen wir mit Ventil an. Ich hole ein Ventil. Beispielsweise hier ein 3-Wege-Ventil, ziehe das auf diese Leitung oder ein zweites, ziehe das auf diese Leitung und Sie sehen, es wird gleich ausgerichtet. Zusätzlich, wenn Sie ein Ventil auf eine Leitung setzen, wird die Leitung geteilt. Das heißt, wir haben jetzt 2 Leitungen, die unterbrochen sind durch dieses Ventil. Natürlich können Sie das Ventil löschen mit der Taste Entfernen. Dann wird die Leitung wieder geschlossen. Sie haben jetzt wieder eine Leitung. Oder Sie haben die Möglichkeit, dieses Shape zu markieren und über das Kontextmenü rechte Maustaste aus der Leitung entfernen. Dann haben Sie quasi das Shape rausgerissen aus seinem Verbund. Das Shape klebt jetzt nicht mehr, das Shape teilt nicht mehr die Rohrleitung und Sie haben wieder eine geschlossene Leitung und das Shape nebendran, das Sie vielleicht an eine andere Stelle setzen könnten. Das waren schon die wichtigsten Grundinformationen zu Visio bzw. Blend Engineer. Suchen Sie die entsprechenden Shapes, ziehen Sie das Shape aufs Zeichenblatt, verbinden Sie die Leitungen mit den entsprechenden Elementen, legen Sie Motor, Wärmepumpe, Ventile, Ventilatoren usw. auf die Leitung und erstellen so Ihre Zeichnung.